Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Leseratte und hier geht's um Bücher. Heute stelle ich dir Bis ihr sie findet von Githa Lodge vor. Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, hinterlass mir doch bitte ein Like und abonniere meinen Kanal, falls du das bereits getan hast. Vielen Dank. Wie immer komme ich zuerst zu den Fakten, dann spreche ich kurz über die Autorin, mache eine Zusammenfassung der Geschichte und teile am Ende meinen Eindruck. Bis ihr sie findet ist ein Kriminalroman ab ca. 14 Jahren aufwärts. Das Buch hat 400 Seiten und die Lesezeit beträgt rund 8 Stunden. Ein ähnliches Buch ist Wer auf dich wartet, ebenfalls von Githa Lodge. Ich werde dieses Buch in einem der folgenden Videos auch vorstellen. Dann kommen wir zu Githa Lodge. Ich konnte das Alter der britischen Schriftstellerin leider nirgends herausfinden. Ich schätze sie aber so auf Mitte, Ende 30 und hoffe, ich bin jetzt da nicht voll in ein Fettnäpfchen getreten. Jedenfalls schreibt Githa Lodge schon seit 20 Jahren und hat 2018 ihren ersten Vertrag über 3 Bücher beim Penguin Verlag bekommen. Sie studierte englische Literatur in Cambridge und kreatives Schreiben an der University of East Anglia. Zudem ist sie auch eine mehrfach ausgezeichnete Theaterautorin und sie schreibt auch für Videospiele und für die Leinwand. Githa Lodge ist eine alleinerziehende Mutter eines, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, mittlerweile 11-jährigen Jungen und sie bloggt auch über ihre Erfahrungen, über die Erziehung eines, wie sie selbst sagt, mega nerdischen kleinen Jungen. In ihrer Freizeit trinkt sie gerne Tee, löst Kreuzworträtsel und macht Wortspiele. Bis ihr sie findet war ihr Debütroman, der die Spiegel-Bestsellerliste im Sturm eroberte und in 12 Sprachen übersetzt wurde. Es folgten 2020 Wer auf dich wartet und im 2021 Neben wem du erwachst. Ja, das ist, was ich über Githa Lodge zu erzählen habe. Gehen wir weiter zur Zusammenfassung der Geschichte. Bis ihr sie findet ist der erste Fall für Chefermittler Jonah Sheen. Die Geschichte beginnt mit einem Leichenfund bei einem Zeltplatz und Detective Sheen ahnt sofort, dass es sich dabei um die 14-jährige Aurora handeln könnte, die im Sommer vor 30 Jahren genau an dieser Stelle verschwunden ist. Damals hatte er gerade als junger Detective bei der Polizei in Südengland, in Southampton, begonnen. Und jetzt tauchen die Erinnerungen an diesen Cold Case in seinem Kopf auf, als wäre es erst gestern geschehen. Sheen kann sich deshalb so gut an die Ereignisse erinnern, weil er alle Beteiligten und auch das Opfer aus seiner ehemaligen Schule kannte. Deshalb ging ihm dieser Fall damals und auch jetzt heute sehr nahe. Es wird dann auch bestätigt, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um die 14-jährige Aurora handelt, die damals zusammen mit ihrer Schwester und deren Freunde einen Zeltausflug machte. Aurora war ein ruhiges, in sich gekehrtes, verträumtes und noch sehr kindliches Mädchen, das nur 2 Freundinnen hatte und ganz im Schatten ihrer großen Schwester Topaz stand, die von allen Jungs begehrt wurde, beliebt war und auch in diese In-Clique der Schule gehörte. Sie war also so ein bisschen eine Außenseiterin und so war es dann auch so, dass Topaz sie nur sehr widerwillig mit auf diesen Zeltausflug mitgenommen hat, weil sie ihr sogar ein wenig peinlich war. Diese In-Clique bestand eben aus der 15-jährigen Topaz, Auroras Schwester, die draufgängerisch und erfahren und wunderschön war, wie schon gesagt. Dazu gehörte auch Coralie. Coralie war Topaz' folgsamer Schatten, die Topaz angehimmelt hat und alles gemacht hat, was Topaz von ihr verlangte. Sie war auch nur sehr lose mit den anderen der Clique verbunden. Sie hat sich vorwiegend auf Topaz konzentriert. Dazu gehörte auch Jojo. Jojo
war ein wildes, draufgängerisches Mädchen, das kein Abenteuer gescheut hat und auch ein bisschen verrückte Sachen gemacht hat. Dazu gehörten aber auch Connor. Connor war 15-jährig, hatte eine schwierige Kindheit. Sein Vater hat ihn verprügelt und er hatte immer so eine innere Wut in sich und war unglücklich in Topaz verliebt. Dann gab es noch Benners. Benners war ein diskussionsfreudiger, philosophiebegeisterter Freidenker. Er war ein Junge, der aus sehr gutem Hause kam und er war so auch ein bisschen der Star der Schule. Und last but not least war noch ein dritter Junge mit dabei auf diesem Zeltausflug und zwar war das Brett Parker. Er war der Crack, der Sportcrack der Schule und alle Mädchen der Schule waren heimlich in ihn verliebt. Er war später dann auch ein Olympionike. Die 7 verbringen dann auch einen feuchtfröhlichen Abend miteinander. Die Gruppe findet sich zusammen. Es sind Drogen und Sex im Spiel und am folgenden Morgen ist Aurora spurlos verschwunden. Und keiner hat eine Ahnung, was mit ihr geschehen ist. So, das zum Start, zum Ausgang unserer Geschichte. Wir folgen dem damaligen Abend und den Ereignissen vor 30 Jahren dann auch strikt aus der Perspektive von Aurora bis zu ihrem Verschwinden und diese Kapitel wechseln sich ab mit der Gegenwart, wo Jonah Sheen und sein Ermittlerteam diesen Cold Case neu aufrollt. Jetzt werden alle 6 Beteiligten aus dieser Clique wieder erneut in die Mangel genommen und verhört und so erfahren wir dann bruchstückweise auch aus ihrer Sicht die Ereignisse dieses damaligen Abends. Sheen ist auch sehr froh, dass er ein gutes Ermittlerteam um sich hat, die diesen Fall mit frischen Augen und neuen Gedanken sehen. Wir haben da einerseits Juliet Hansen, das ist eine junge, sehr eifrige, neue Detektivin. Sie ist ganz frisch in dieses Ermittlerteam gekommen. Sie ist erst 3 Monate dabei und sucht sich noch so ihren Platz. Sie ist sehr, sehr gründlich und hartnäckig und geht den Dingen wirklich auf den Grund. Und später wird das dann Jonah Sheen dann am eigenen Leib auch noch erfahren. Das ist aber eine sehr gute Eigenschaft, so wie auch die Eigenschaft von Lightman. Lightman ist auch ein junger Detective. Er ist sehr hübsch und sehr genau, bisschen unterkühlt, fast ein bisschen penibel und er hat ein fantastisches Gedächtnis. Und last but not least haben wir noch O'Malley im Team. O'Malley ist ein Ire und war früher beim Militär. Er ist auch ein trockener Alkoholiker. O'Malley hat seine ganz eigene Art zu arbeiten. Er ist recht unkonventionell, geht manchmal seine eigenen Wege und sieht dann aber auch Zusammenhänge, die anderen verborgen bleiben. Und dann haben wir eben noch Chefermittler Jonah Sheen, der wirklich froh ist, dass er dieses neutrale Ermittlerteam um sich hat. Sheen ist ein genialer Denker, er ist ein super Chef, der genau sieht, wo er die einzelnen Stärken seiner Teammitglieder gezielt einsetzen kann, um dann auch die Ergebnisse zu erhalten, die er braucht. Dadurch, dass er eben aber auch alle kannte und die sogar ein wenig bewunderte, kommen ihm seine Gefühle immer wieder in die Quere und er ist auch manchmal befangen. Aber es ist nicht nur ein Nachteil, dass er die 6 von früher kannte, gleichzeitig ist es ein Vorteil und es kommt ihm zugute, dass er weiß, wie sie damals waren, die Hintergründe
die sie haben und die Familien, aus denen sie kommen. Und dadurch kann er natürlich die Veränderungen, vor allem im Verhalten, viel besser deuten und hineininterpretieren, als es ein Fremder könnte. So sehen wir als Leser die Entwicklung dieser 6 Freunde aus der Erinnerung von Sheen und lernen so, wie sie sich verändert haben, auch im Aussehen, und da tauchen doch einige rechte Überraschungen auf. Es ist fast so wie bei diesen Vorher-Nachher-Bildern, die in uns allen ein bisschen einen Voyeurismus wecken. Ja, und jetzt sind die Ermittlungen im vollen Gange und die Aussagen der 6, die sie jetzt machen, werden penibel mit denjenigen verglichen, die sie vor 30 Jahren gemacht haben, und so decken die Ermittler doch einige Ungereimtheiten auf. So erfahren wir, dass jeder aus der Clique so seine kleinen Geheimnisse hatte, die er nicht mal mit den Freunden teilte und bei den Befragungen vor 30 Jahren dadurch auch nicht alles zur Sprache brachte oder kleine Lügen auftischte und so unbewusst die Ermittlungen behinderte. Und durch diese dunklen Geheimnisse hätten doch einige von ihnen ein Motiv gehabt, und gegen Ende des ersten Drittels taucht dann noch eine weitere verdächtige Person auf. Wir tappen im Dunkeln. In der Mitte des Buches taucht dann noch eine weitere Person auf, eine Unbekannte, der die Ermittlungen ein Dorn im Auge zu sein scheinen. Sheen fühlt sich dann auch beobachtet und bedroht, so bedroht, dass er einmal sogar unter seinem Auto nachschaut, ob nicht eine Bombe befestigt ist. Und als Sheen schon denkt, dieser Fall ist hoffnungslos, nicht zu lösen, damals nicht und heute auch nicht, kriegt er einen Hinweis und er hat eine ganz spezifische Erinnerung aus der Vergangenheit, die sich zusammenfügen, und dann fällt bei ihm der Groschen. Das zur Geschichte. Und jetzt gehen wir zu meinen Eindrücken. Was ich gut fand. Also ich finde die Idee der Geschichte, der Aufhänger, genial. Wir haben die In-Clique, wir haben Sex, wir haben Drogen und wir haben einen Mord. Reißerischer geht's nicht mehr. Es macht neugierig. Die Geschichte ist in der Personalform erzählt, was uns die Möglichkeit gibt, die Gesichtspunkte aus der Perspektive von vielen verschiedenen Figuren mitzuerleben. Githa Lodge ist eine Autorin, die charaktergetrieben ist. Das heißt, sie fokussiert sich auf die Figuren und die Interaktionen zwischen ihnen. Und das ist sicher super geeignet für einen Kriminalroman. Und ich finde, gerade am Ende hat sie bei der einen Figur es wirklich super geschafft, diesen Horror und diese Angst, die sie verspürt, zu vermitteln. Es war so gut, dass selbst ich beim Lesen die Luft angehalten habe. Es wird sich auf die Story konzentriert, auf das Lösen des Falles, ohne ellenlange Seitenstränge, die auch noch hineinkommen und die Geschichte noch weiter in die Länge ziehen. Die Spannung wird erhalten durch die neuen Erkenntnisse, die auftauchen, aber auch durch die vielen nicht gesagten Dinge, die Geheimnisse, die langsam aufgedeckt werden und die uns wie Brotkrumen hingeworfen werden, und trotzdem finden wir bis ganz zum Schluss nicht heraus, also ich habe bis ganz zum Schluss nicht herausgefunden, wer es gewesen sein könnte. Und das ist ja, was ein Krimi ausmacht. Man soll nicht herausfinden, schon auf der ersten Seite, wer der Mörder ist. Dann, es gab auch eine gewisse Action am Schluss, das fand ich gut. Ich fand, das war wichtig. So eine kleine Verfolgungsjagd, die da stattgefunden hat, und noch ein Mordanschlag, ein weiterer. Was ich auch sehr gut fand, dass es sich um eine überschaubare Anzahl an Figuren handelte, die konnte man dann richtig kennenlernen und wurden einem vertraut. So, das zu den Sachen, die ich sehr gut fand. Jetzt komme ich noch kurz zu meiner Kritik.
Ich finde, die Geschichte war manchmal etwas zäh und langatmig. Das heißt, man hätte die Story ruhig etwas straffen können und so hätte die Geschichte auch mehr Tempo erhalten. Es wurde zwar versucht, das zu erreichen, indem kurze und lange Kapitel sich auch abwechselten, was auch einen guten Takt gibt, aber den erwünschten Effekt, etwas eine schnellere Geschichte, haben wir dadurch doch nicht erhalten. Jetzt komme ich noch zu etwas, eigentlich muss ich sagen, fände ich es ja gut, wenn eine Geschichte nicht zu viel Zerstreuung hat und wahnsinnig überladen ist noch mit privaten Geschehnissen der einzelnen Ermittler und der Figuren, so wie das manchmal bei gewissen Krimis am Sonntagabend ist. Ich nenne jetzt keine Namen, aber hier war es doch sehr, wie soll ich sagen, minimalistisch. Das heißt, etwas mehr Fleisch am Knochen, das heißt mehr Hintergrundinformation über die Figuren hätten hier in diesem Fall nicht geschadet, weil so haben einige Figuren doch recht flach und manchmal sogar ein wenig langweilig gewirkt. Und dadurch sind mir dann auch einige Entwicklungen der Beziehungen zwischen den Figuren innerhalb der Clique unklar, also es ist mir zu wenig aufgebaut worden. Ja, und last but not least finde ich, es wird zu wenig darauf eingegangen, wie sich Topaz, also Auroras Schwester, und ihre Eltern gefühlt haben, nachdem Aurora verschwunden war. Das wurde nur so am Rande tangiert und ich fand das eigentlich schade, weil das hätte der Geschichte auch noch eine gewisse Wärme und noch mehr Echtheit verliehen. Ja, das zu der Kritik. Jetzt komme ich zum Fazit. Ich finde es alles in allem ein sehr gelungenes Krimi-Debüt. Es besticht durch das geschickte Zusammenführen der einzelnen losen Stränge zu einem großen Ganzen und durch einen charismatischen Chefermittler Jonah Sheen und ein sehr sympathisches Ermittlerteam, das wirklich eine große Glaubwürdigkeit hat. Da wurde sogar so gut aufs Detail eingegangen, eben dass die Constables, sogar die verschiedenen Grade richtig beschrieben wurde. Das wusste ich nicht vorher, wie das war in England, diese Grade, diese Hierarchie dieser Detectives. Und natürlich, ich habe bis zum Schluss nicht herausgefunden, wer es gewesen sein könnte, denn es wurde eine geschickte Irreführung betrieben, was ich super finde. Ja, und durch das junge Alter der Hauptdarsteller zum Zeitpunkt des Mordes anno 1983 ist das Buch sicher auch für eine jüngere Leserschaft gut geeignet und durch den Schreibstil von Githa Lodge sicher auch für eine männliche Leserschaft. Also insgesamt, ich fand es ein spannendes, gutes Buch. Ich habe auch bereits schon mit dem zweiten Band Wer auf dich wartet begonnen und wie gesagt, ich werde auch dieses Buch in einem späteren Video vorstellen. Ich hoffe, mein Beitrag hat dir gefallen. Wenn das so ist, nicht vergessen zu abonnieren. Und ja, ich danke dir, dass du bis jetzt zugeschaut hast und wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.